Hallo, ich möchte heute Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine mit euch lesen. Heute Kaput 6, Kapitel Nummer 6. Den Paganini begleitete stets ein Spiritus familiaris, manchmal ein Hund, manchmal in Gestalt des seligen George Harris. Napoleon sah einen roten Mann vor jedem wichtigen Ereignis. Sokrates hatte seinen Dämon. Das war kein Hirnerzeugnis. Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß, des Nachts hab ich gesehen, zuweilen einen vermummten Gast, unheimlich hinter mir stehen. Unter dem Mantel hielt er etwas, verborgen, das seltsam blinkte. Wenn es zum Vorschein kam und ein Richtbeil zu sein mir dünkte. Es schien von unersetzter Statur, die Augen wie zwei Sterne. Er störte mich im Schreiben nie, blieb ruhig stehen in der Ferne. Seit Jahren hatte ich ihn nicht gesehen, den sonderbaren Gesellen. Da fand ich ihn plötzlich wieder hier, in der stillen Mondnacht zu Köln. Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang, da sah ich ihn hinter mir gehen, als ob er mein Schatten wäre, und stand ich still, so blieb er stehen. Blieb stehen, als wartete er auf was, und förderte ich die Schritte. Dann folgte er wieder, so kamen wir bis auf des Domplatz Mitte. Er ward mir unleidlich, ich drehte mich um und sprach: Jetzt steh mir Rede. Was folgst du mir auf Weg und Steg, hier in der nächtlichen Öde? Ich treffe dich immer in der Stund, wo Weltgefühle sprießen, in meiner Brust und durch das Hirn die Geistesblitze schießen. Du siehst mich an, so stier und fest, steh Rede, was verhüllst du? Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt, wer bist du und was willst du? Doch jener erwiderte trockenen Tons, sogar ein bisschen phlegmatisch: Ich bitte dich, exorziere mich nicht und werde nur nicht empathisch. Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, kein grabenstiegender Strohwisch. Und von Rhetorik bin ich kein Freund, bin auch nicht sehr philosophisch. Ich bin von praktischer Natur und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse, was du ersonnen im Geist, das führ ich aus, das tu ich. Und gehn auch Jahre drüber hin, ich raste nicht, bis ich verwandle in Wirklichkeit, was du gedacht. Du denkst und ich handle. Du bist der Richter, der Büttel bin ich, und mit dem Gehorsam des Knechtes vollstreck ich das Urteil, das du gefällt, und sei es ein ungerechtes. Dem Konsul trug man ein Beil voran, zu Rom in alten Tagen. Auch du hast einen Liktor, doch wird das Beil dir nachgetragen. Ich bin dein Liktor und ich geh beständig mit dem blanken Richtbeile hinter dir, ich bin die Tat von deinen Gedanken. Das war das Wintermärchen Kapitel 6 von Heinrich Heine. Vielen Dank fürs Zuhören.